haben hier eigentlich eine Dreifachabdeckung. Wir haben oben über eine normale Spargelbalge eine Schwarz-Weiß-Folie. Die kann man auch auf weiß drehen. Dann könnte man die Temperatur etwas reduzieren. Aber wir haben jetzt hier in meiner Pudelbüchse, es ist im Moment noch relativ kalt. Wir probieren halt möglichst früh mit Spargel zu sein. Durch diese Folientechniken, die wir einsetzen, können wir 3 Monate Spargel erzeugen. Früher war das eigentlich nur 2. Über diesen Schwarzfolie haben wir noch mal so Bügel drüber gemacht, Metallbügel, und dann haben wir eine Tunnelfolie, das sehen Sie davon auf dem einen Stück. Ja. Dann haben wir also praktisch einen Mini-Tunnel gemacht, und um das noch einmal zu perfektionieren, haben wir noch mal eine Doppelfolie drüber gemacht, über 2 Mini-Tunnel, und auch den Zwischenraum von den Spargeln, von dem Boden her, auch noch einmal zu erwärmen, weil unser Ziel ist es einfach, wenn es nachts extrem kalt wird, die Wärme, die wir am Tag gespeichert haben, möglichst schnell im Boden zu halten. Und über diesen verschiedenen Bodensystemen, wenn man dann guckt, ich habe so eine Temperatur-App, und dann kann man dann gucken, wie es dem Spargel unten geht. Und das Beste ist also bei dieser Dreifachabdeckung, die ist gegenüber der Zweifachabdeckung schon um 2,5 bis 3 Grad bei 40 cm Tiefe, haben wir da einen Temperaturunterschied, und das macht natürlich vom Wachstum her extrem aus. Also gerade, wir haben heute Nacht, oder wir kriegen jetzt wieder Frost. Wenn der Spargel rauswächst und sie hätte Frost, der wird die Spitze verfrieren. Das wäre also absolutes Chaos. Dann können sie den Spargel gleich wegschmeißen. Ne? Und wir haben dadurch, dass wir jetzt diese Folienbedingung haben, können wir, wie gesagt, schon 4 Wochen früher Spargel erzeugen. Wir können es dem Verbraucher anbieten. Das hat mir aber das ganze Ausland. Früher kamen wir Spargel, griechische Spargel, holländische oder aus Frankreich oder so. Das haben wir eigentlich alles ganz gut weggekriegt, dass die Leute da die deutsche Spargel essen können. Also uns ist es natürlich sehr wichtig, dass mit der Folie was dann passiert, was vernünftig passiert, und nicht, dass dass Rohstoffe einfach vernichtet werden, dass das verbrannt wird. Das ist ja auch dem Verbraucher, muss man das ja klar machen. Die sagen ja, CO2-Abdruck und nach Folienspargel und der schmeckt nicht und alles Mögliche. Ja? Also es gibt ja nur Vorteile davon, und ich finde es schon auch für uns sehr wichtig, und mir würde auch, dass man die wieder recyceln können. Ja, das ist keine Frage, wenn das jetzt ein paar Euro mehr kostet. Ich finde es auch für mein Gewissen, und auch einfach, wir können das dann damit werben. Wir können den Verbraucher jetzt sagen, seht, die Folie, die wir nehmen da, das wird wieder neu gemacht, da gibt es wieder neue Folie davon. Und das ist natürlich dann die Akzeptanz der Verbraucher, dass wir viel Folien einsetzen, ist natürlich dann auch viel besser. Ja? Und wir werden in Zukunft mehr Folien, bei den Erdbeeren ist es genauso. Ja? Mit den Tunneln, die brauchen wir schon einfach, wir haben kein Spritzmittel mehr, wir müssen uns von den anderen Witterungseinflüssen schützen. So ist es auch mit Unkrautbekämpfungsmitteln, die brauchen wir hier nicht, weil das die Schwarzfolie das Unkraut bekämpft, und das sind alles so Sachen, und das muss man dem Verbraucher halt auch klar machen, ja, dass wir die Folien brauchen, auch wenn sie landschaftlich natürlich jetzt nicht so schön sind, aber man muss ja dann auch sagen, wenn jetzt die Ernte rum ist, dann wird ja die Folie zusammengewickelt, hingesetzt, dann sehe sie auf dem Feld nichts. Also dann ist das ein ganz normales Feld. Man muss natürlich auch sagen, die ganze Folie, Fett und so, man muss das schon, wenn Wind ist, das alles wieder aufsammeln und wegmachen. Da ist also auch jeder Landwirt gefragt. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar schwarze Schafe, das ist auch klar. Aber ich finde, wenn man dann einen vernünftigen Weg findet, es vernünftig zu recyceln und dem Verbraucher klar zu machen, dann hat er die Akzeptanz, dann kauft er vielleicht den Spargel auch lieber, und wir haben schon ein bisschen ein besseres Gewissen, und das ist mir das schon wert.